Über das und viel mehr möchten wir sprechen mit Anke Rehlinger, SPD. Sie ist die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Willkommen, guten Morgen hier bei Welt, Frau Rehlinger. Guten Morgen. Freude in den Ländern. Endlich kann investiert werden in eine marode Infrastruktur. Sie selber sagen, Mega-Impuls für das Saarland. Wo sehen Sie diese Mega-Impulse oder diesen Mega-Impuls für Ihr Bundesland? Na, wir erleben überall, dass die Infrastruktur in den letzten Jahren nicht so gepflegt worden ist, wie es hätte sein müssen. Das ist bei den Brücken, bei den Straßen, aber eben auch bei der Schiene, ein Stück weit beim Ausbau auch auf den Wasserwegen. Stichwort auch, wie viele Schleusen hat man zum Beispiel. Das kann man jetzt viel klarer, viel deutlicher angehen. Das ist gut. Aber es stimmt auch das, was vorhergesagt worden ist. Das Geld alleine macht es noch nicht, sondern wir müssen auch in der Lage sein, dieses Geld sinnvoll zu investieren. Das heißt schnell und effektiv. Aber ohne das Geld wiederum, muss man auch sagen, wäre es gar nicht erst möglich. Jetzt heißt es ja, ohne das Geld wäre vielleicht diese Koalition auch gar nicht möglich gewesen. Das scheint so ein bisschen das Fundament von allem zu sein, was man jetzt versucht aufzubauen. Die Gespräche laufen jetzt. Die SPD-Arbeitsgruppe Migration und Vielfalt fordert jetzt eine Aufenthaltserlaubnis für rund 200.000 vollziehbar ausreisepflichtige Personen, Ausnahmen bei Schwerkriminellen. Das heißt, wenn man die Bereitschaft zeigt, Deutsch lernen zu wollen, einen Job anzunehmen, sich ehrenamtlich zu engagieren, dann kann man bleiben, kriegt eine Perspektive dafür. Ist das jetzt schon der erste Frontalangriff der SPD gegenüber der Union, die ja eine unbedingte Wende in der Migration haben möchte? Na, ich denke, dass jetzt vor allem die Arbeit in den Koalitionsarbeitsgruppen geleistet wird. Ich vernehme, dort wird natürlich hart verhandelt, aber sehr konstruktiv. Und alle tun das mit dem ganz großen Bewusstsein, dass alle miteinander eine große Verantwortung auch tragen. Ansonsten ist es ist vielstimmig in unserer Gesellschaft, natürlich auch in unserer Partei. Aber am Ende des Tages haben ja auch die Sondierungsgespräche gezeigt, dass man bereit ist, Kompromisse einzugehen. Nicht als etwas Schlechtes, sondern als etwas Gutes, das ein gutes Fundament bildet für eine handlungsfähige Regierung. Denn diese Regierung, sie muss leisten, sowohl für die Wirtschaft als eben auch für andere Fragen, wo es auch um die Handlungsfähigkeit des Staates geht. Insofern, glaube ich, muss man das jetzt mit Ruhe fortsetzen. Vielleicht nicht auf jede Stimme, die von außen kommt, auch unbedingt hören, sondern den Verhandlerinnen und Verhandlern das jetzt auch zutrauen, dass sie zu guten Ergebnissen kommen. Frau Rehlinger, eine Regierung, das ist natürlich am Ende oder sind am Ende Kompromisse. Das haben Sie gerade schon so ein bisschen angedeutet. Jetzt gibt es eine Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und die droht Zustimmung zum Koalitionsvertrag nur, wenn Paragraph 218 de facto abgeschafft wird. Kann man so verhandeln mit solch einem quasi Ultimatum? Es gibt eine ganze Reihe von Arbeitsgemeinschaften, Organisationen, die dann auch aus ihrer Perspektive sehr berechtigte Interessen haben, die jetzt noch mal deutlich zu machen. Ich glaube, das ist okay. Das ist von Seiten der Union ja an einigen Punkten auch schon passiert. Aber es bleibt bei dem, was ich vormals gesagt habe. Die Verhandlerinnen und Verhandler, die haben jetzt das Wort. Rote Linien helfen nicht immer wirklich weiter, wenn es darum geht, Kompromisse auch zu finden. Es ist aber auch klar und deutlich, dass natürlich unterschiedliche Parteien hier miteinander sprechen, die auch unterschiedliche Vorstellungen haben. Und das kann ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle deutlich werden. Die Arbeitsgruppen sollen auch schauen, wo wir sparen können. Denn das Finanzpaket, das wir zu Beginn angesprochen haben, das muss ja eigentlich auch irgendwie wieder reingeholt werden. Vor allem die jüngeren Generationen fragen sich, wer soll das am Ende bezahlen? Kann man da ein bisschen Hoffnung machen, dass es Pläne gibt? Weil bisher ist beim Sparen noch nicht so viel erwähnt worden. Nee, tatsächlich gibt es mehrere Säulen. Erstmal, man braucht jetzt wirklich mehr Geld, als ein laufender Haushalt hergibt. Ich glaube, das ist allen deutlich geworden, um Wachstumsimpulse zu setzen, um das nachzuholen, was in den letzten Jahren in der Infrastruktur nicht passiert ist, um Verteidigung herzustellen. Und das, indem man eben nicht innere Sicherheit und äußere Sicherheit und soziale Sicherheit gegeneinander ausspielt. Dann brauchen wir Modernisierung als zweite Säule. Und drittens muss natürlich auch geguckt werden in einem Haushalt, wo kann man effektiver einen Staat organisieren. Und ich komme aus einem Bundesland, da tue ich das seit vielen Jahren mit Sparhaushalten. Deshalb gibt es immer Möglichkeiten, dort noch mal reinzugucken, wo kann man das besser machen. Auch dazu wird es Vorschläge geben. Und es ist auch vollkommen klar, die nächsten Haushalte, sie müssen ja tatsächlich aufgestellt werden. Das ist dann keine Frage von politischen Kompromissen, die irgendwie nur auf dem Papier funktionieren, sondern das muss klar und deutlich sein. Und da gehört eben auch dazu zu gucken, wie kann der Staat effektiver werden. Und deshalb ist es auch nicht nur die Frage, will ich mehr Staat oder will ich weniger Staat, sondern wie bekommen wir einen effektiven Staat, den die Bürgerinnen und Bürger im Übrigen auch als solchen
erleben. Aber an dieser Effektivität hängt ja zum Beispiel auch, kann ich Geld ausgeben? Und der deutsche Amtsschimmel, der ist sehr groß, hat einen ziemlich breiten Hintern. Und das Geld ausgeben scheitert eben oftmals daran. Vor allem jetzt, wo schnelle Investitionen notwendig sind. Müsste man nicht also sofort, zumindest aber parallel daran arbeiten, Bürokratie tatsächlich abzubauen, um schneller ins Handeln zu kommen? Tatsächlich muss man das. Tatsächlich hat sogar auch die Vorgängerregierung das getan. Zusammen mit den Ländern ist ein Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung auf den Weg gebracht worden. Da geht es darum, dass Verfahren verkürzt werden, dass es schneller auch geht. Genau daran muss jetzt auch angeknüpft werden. Wir haben unter anderem im Sondierungspapier schon einen deutlichen Punkt gemacht, indem wir gesagt haben, die Bürokratielasten für die Unternehmen sollen um 25% reduziert werden. Da geht es um Berichtspflichten, da geht es um Statistik, da geht es um Meldepflichten, die man hat. Aber eben auch die Frage, wie viel Kontrolle braucht man, regelhaft, stichpunktartig. Das gehört zur Modernisierung unseres Staates dazu. Die ist dringend notwendig, denn das Geld muss ja auch zügig auf die Straße gebracht werden. Und um ehrlich zu sein, ein bisschen kämpfen wir selber als Verwaltungen mit dem Regelwerk, was auch aufgrund der Tatsache, dass wir gar nicht immer genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die alles überprüfen, was irgendwer mal aufgeschrieben hat, dass es überprüft werden muss. Also es gibt eine hohe Bereitschaft. Ich glaube, es gibt eine neue Ernsthaftigkeit, dieses Thema anzugehen. Und das ist wichtig und notwendig. Zügigkeit ist auch so ein bisschen das Stichwort, denn die Arbeitsgruppen müssen bis Montag 17 Uhr ihre Ergebnisse ja haben. Und bei einigen Punkten, die wir auch angesprochen haben, Migration beispielsweise, scheint die Diskussion noch gar nicht so weit fortgeschritten. Wie realistisch ist es, dass um 17 Uhr am Montag alle Themen wirklich durch sind? Ich gehe davon aus, dass wir wirklich gute Arbeitsergebnisse am Montag auch vorgelegt bekommen. Das wird sein, wie immer in Koalitionsverhandlungen. Es gibt sehr viele Einigungen, es gibt gute Ideen und es wird natürlich auch einige strittige Punkte geben, die vielleicht dann in einer Arbeitsgruppe nicht geklärt werden konnten. Und dafür gibt es ja dann eben auch den nächsten Schritt, wo man sich das nochmal anguckt. Man wird auch gucken müssen, was die Fachpolitikerinnen und Politiker so aufgeschrieben haben, was es an Geld kostet. Auch das muss ja dann nochmal über die gesamte Breite eines solchen Koalitionsvertrags sich angeguckt werden. Ich glaube, das wird funktionieren mit Montag, dass wir Arbeitsergebnisse vorliegen haben. Aber das ist ja dann natürlich noch nicht der fertige Koalitionsvertrag, denn dann geht ja der zweite Teil der Arbeit noch mal weiter. Frau Rehlinger, ganz anderes Thema. Einfach mal Luft holen, gehen mal weg jetzt von dem Koalitionsvertrag, um den es geht, um das heutige Paket, das im Bundesrat abgestimmt werden oder über das abgestimmt werden soll. Wir haben nämlich heute eine Meldung auch im Programm Hessen will ein Handyverbot an Schulen einführen. Wie stehen Sie dazu? Wie würden Sie das für Ihr Bundesland letztendlich umgesetzt sehen? Ja oder nein? Wir haben die Diskussion auch bei uns im Bundesland. Auch dort ist es so wie in Hessen, dass das die Schulen bislang frei entschieden haben, ob sie es machen. Ich bin dafür, dass wir dort ein bisschen mehr Vorgabe machen. In der Umsetzung sollen die Schulen weiterhin auch entscheiden können, wie man es umsetzt. Aber für Grundschulen, finde ich, brauchen wir ein klares Signal. Das kann gerne auf dem Schulweg benutzt werden oder mal, wenn ein Notfall entstanden ist. Oder aber, wenn es auch sinnvoll ist, mit einem Gerät im Unterricht etwas zu tun. Dort haben wir schon Grundausstattungen. Aber ansonsten, finde ich, kann das Handy im Ranzen oder wo auch immer bleiben. Das brauchen wir an dieser Stelle nicht ganz dringend. Und dann vielleicht noch eine allerletzte Frage. Es ist gerade so viel politisch los. Wir haben jetzt gehört, vor allem aus Bildinformation, Ihre Parteikollegin und SPD-Chefin Saskia Esken soll gerade im Urlaub sein. Sicherlich wohlverdient in diesen Zeiten. Aber ist das in Zeiten von Koalitionsverhandlungen gerade der richtige Moment? Also fehlt man da? Ist man dann mit dem Handy auch erreichbar, um da mal die Brücke zu schlagen? Also ich weiß nicht genau, wo sie sich aufhält. Aber ich habe sie auf jeden Fall gestern in einer langen Videoschaltkonferenz gesehen, wo wir ganz viele Dinge miteinander beraten haben. Also egal, wo sie ist, sie arbeitet ganz offensichtlich. Also Corona-Zeiten haben wir Mobile Office alle gelernt. Vielen herzlichen Dank, Frau Rehlinger, für Ihre Zeit. Danke. Dankeschön. Danke.